Viele Anwendungen von Blütenessenzen wurden im Laufe der Jahre ausprobiert, bekannt und populär. Eine ganz spezielle darunter ist die Sprayform. Blütenessenzen werden in mit Wasser gefüllte Pumpzerstäuber getropft und rund um den eigenen Körper oder im Raum versprüht. Schon beinahe ein alter Hut, die Sache mit der energetischen Aufladung einer Raumatmosphäre. Denn seit 40 Jahren sind Environmental Essences, zu Deutsch Umweltessenzen, in Gebrauch. Und deren Ziel ist genau das. Es handelt sich dabei um Energien aus der Umwelt, nicht von Blüten. Beispielsweise einer bestimmten Sonnenkonstellation, eines Sturms oder eines Wasserfalls, einer speziellen energetischen Pflanzen- oder auch Steininformation. Die Idee ist es, sich innerlich den äußeren Gegebenheiten anpassen zu lernen. Früher als Stadtmensch fuhr ich regelmäßig im Herbst an die Nordseeküste und spazierte bei Wind und Wetter am Strand entlang. Das brachte mir zuverlässig am ersten Abend Kopfschmerzen ein, aber danach wurde es besser. Ich fühlte mich erfrischt und gestärkt, mal so richtig durchgepustet. Nur kann ich nicht jedes Mal, wenn mir danach ist, an die Nordsee fahren und auf den Herbst warten. Die Energie solcher Augenblicke kann man jedoch einfangen und mitnehmen, um sie später bei Bedarf einsetzen zu können. In Form der sogenannten Umweltessenzen. Der erste, der eine solche Essenz herstellte, war der uns wohlbekannte Dr. Edward Bach. Er hatte sich aus der hektischen Großstadt London aufs Land zurückgezogen, um natürliche Heilmittel in natürlicher Umgebung zu finden. Und eines davon fand er nach einer seiner Exkursionen auf dem Heimweg zum Bahnhof in Abergavenny. Das ist ein kleines Städtchen in Wales, unweit des Flusses Irk, wo er die ersten seiner Blütenessenzen hergestellt hatte, Impatiens und Mimulus. Die Naturheilquelle, aus deren Wasser er Rockwater herstellte, so heißt die blütenlose Essenz, fand er in der Nähe der St. Mary's Church. Wo genau, weiß man nicht. Man vermutet die Quelle an einem Ort, der heute zubetoniert ist. Auch ein Hinweis auf die Vergänglichkeit der Umweltessenzen. Rockwater kann man demnach heute nicht mehr traditionsgemäß authentisch am selben Ort wie Edward Bach herstellen. Aber zum Glück geht es mit dem Wasser aus anderen heilkräftigen Quellen auch ganz gut. Allerdings brauchte es annähernd ein halbes Jahrhundert, bis jemand den Gedanken wieder aufgriff. Man könnte auch die besonderen Energien anderer Quellen extrahieren. Denken wir zum Beispiel an Chalice Well, wo sich der sagenhafte Heilige Gral befinden soll. Steve Johnson als Pionier der Environmental Essences stellte in den 80er Jahren in Alaska Essenzen aus der Atmosphäre von Gewittern, frisch getautem Gletscherwasser im Frühling, sogar aus Nordpoleis und mit Hilfe des Polarlichts her. Für den Gebrauch in Aromalampen und Diffusern sind die Umweltessenzen perfekt geeignet. Es sind Energien aus einer bestimmten Umgebung bzw. Situation, die man in eine andere Umgebung und Situation einbringt, wenn man sie zu Hause oder anderswo nutzen möchte, um dadurch Veränderungen zu bewirken. Es soll aber nicht unerwähnt bleiben, dass man sie genau wie Rockwater auch in Tropfenform zu sich nehmen kann. 3 solcher Umweltessenzen habe ich in der Shaman Spirit Serie bereits vorgestellt. Im entsprechenden Video berichte ich von der Herbstlicht, Frau Holleteich und Unterweltfluss Umweltessenz. Den Link dorthin finden Sie in der Beschreibung unterhalb dieses Videos. Aber es gibt noch mehr und manche dieser Energien finden Sie vielleicht nicht allein hilfreich, wenn man sie innerlich einnimmt,
sondern eben besonders zur Harmonisierung ihrer Umgebung, was ja ein wesentlicher Gedanke des Konzepts ist. Frühlingsmond. Der Frühlingsmond ist der erste Vollmond nach Frühlingsbeginn. Für die Christen ist er der Anzeiger von Ostern. Und kurz vor Ostern wurde diese Essenz auch hergestellt. Ende und Neubeginn werden durch Tod und Wiedergeburt symbolisiert. Die Schlacken des Winters wurden in der vorangegangenen Fastenzeit verbrannt. Das Alte hat seinen Dienst nun getan. Jetzt soll es dem Neuen nicht mehr im Wege stehen. Der Vollmond zeigt sich nach der Tag- und Nachtgleiche zum ersten Mal im Frühling in voller Pracht. Er steht für die neu erwachenden Lebensfunken nach dem langen Winter, die den Kreislauf des Lebens wieder anregen. Lebensfreude, Neugier und Enthusiasmus neu beleben und für vielleicht noch nicht dagewesene Erfahrungen und Gefühle öffnen. Der Mond ist seit jeher inspirierend für alle Verliebten. Dies gilt in besonderem Maße für den Frühlingsmond. Wer vergessen hat, wie es ist, wenn einem das Herz im Leibe hüpft, wer sich verschlossen hat, weil er sich zu alt oder zu unzulänglich oder vom Schicksal betrogen fühlt, der scheitert womöglich allein an sich selbst. Der Frühlingsmond ist für alle da, auch für die, die ihn nicht wahrnehmen wollen oder können. Er reißt unsere innere Blockade wie mit sanften Küssen nieder. Nun steht nichts mehr zwischen einem Selbst und einer lebendigen Zukunft, voller Begeisterung, Hingabe und sogar Ekstase. Sommergewitter. Der 7. August 1991 bescherte uns ein gewaltiges Gewitter, das sich schon lange ankündigte, bevor es überhaupt richtig losbrach. Blitze huschten eine Stunde lang lautlos über den Himmel, bis es sich endlich in lautem Getöse entlud. Das Sommergewitter mitzuerleben war einschüchternd und faszinierend zugleich. Und dass die Uressenz nach 30 Jahren nichts von ihrer Wirkung eingebüßt hat, erfreut mich ebenfalls sehr. Die reinigende Kraft der Gewitter wäre ja eigentlich immer willkommen, wären sie nicht zugleich auch beängstigend und könnten sogar tödlich sein. Auch wenn das Gott sei Dank eine absolut seltene Ausnahme ist, potenziell kann ein Gewitter töten. Schön ist es zu erleben, wie die Schwüle vertrieben wird und die Luft anschließend wieder erfrischend statt bedrückend wirkt. Beides, also die Reinigung wie die Bedrohlichkeit, gilt analog auch für Verstimmungen innerhalb von Gemeinschaften. Wer nicht gelernt hat, mit Konflikten umzugehen, reagiert vollkommen anders als jemand, der das gut kann. Man lässt mal Dampf ab, knallt die Türen und regt sich wieder ab. Niemand wird ernsthaft verletzt. Ungeübte, Unbeholfene und Ängstliche dagegen können in Raserei verfallen und andere angreifen, was oft ein Zeichen ihrer Hilflosigkeit ist. Gewitter reinigen die Atmosphäre lautstark und manchmal ist genau das besonders nötig. Zum Beispiel, wenn man allzu schüchtern ist und zu viel schluckt. Im übertragenen Sinne gemeint sind Verletzungen, Beleidigungen, Demütigungen, die man nicht verdauen kann. Die Umweltessenz des Sommergewitters entfaltet ihre Wirkung durch Gefasstheit und inneren Frieden, wenn um einen herum Aggression herrscht. Sie mag Energien zur Entladung bringen, die in unerledigten Geschäften, in alten Konflikten festgehalten war, hält aber zugleich das innere Gleichgewicht aufrecht. Am Ende der Katharsis folgt die Ruhe, die Integration der Erfahrung und die Offenheit für Neues. Unterirdischer See. Der unterirdische See ist nur über eine Höhle zugänglich, die verschlossen ist, wofür es gute Gründe gibt. Denn man möchte Verunreinigungen
zum Beispiel durch Partys unbefugte Eindringlinge vermeiden. Es werden aber regelmäßig Führungen durchgeführt und wenn man nett fragt, darf man sich auch ein Fläschchen des darin zu findenden Wassers abfüllen. Die Kluterthöhle finden Sie im Bergischen Land in Ennepetal. Bevor man sie betritt, wird einem erklärt, dass man nichts Essbares mitnehmen darf. Nein, nicht mal ein Kaugummi. Dort unten ist die Luft so rein, dass man sie nicht durch irgendetwas kontaminieren sollte, das zu schimmeln beginnen könnte. Vor Jahrzehnten noch wurde der Aufenthalt in der Höhle bei Lungenerkrankungen von Ärzten empfohlen, was sich gerade heute wieder größerer Popularität erfreut, wo viele Menschen noch an den Spätfolgen ihrer Covid-Erkrankung leiden. Das Gestein, in dem die Höhle und der darin befindliche See zu finden sind, ist über 350 Millionen Jahre alt und enthält Überbleibsel aus der Zeit, zu der Europa noch vom Meer überspült war, zum Beispiel Korallen. Die Höhle selbst entstand dann vor etwa 5 Millionen Jahren, lange bevor die ersten Menschen die Erde bevölkerten. Der See in der Höhle besitzt mehrere Arme. Einer davon führt das denkbar reinste Wasser. Sauberer geht's gar nicht. Man hat es analysieren lassen. Ein anderer ist so verschlammt, dass es gelingt, vorsichtig auf allen Vieren darüber zu kriechen, ohne einzubrechen. 2 Seiten derselben Medaille. Reinheit und Schmutz. Ohne das eine könnte das andere nicht existieren. Wer hoch hinaus gelangt, zugleich die Erinnerung an das Niedere wertschätzen kann und wirklich begreift, ist weise. Also begreifen, nichts mehr beweisen müssen, akzeptieren, sehen. Das ist eine Essenz der Ganzheit. Sie bringt Weisheit, urteilsloses Begreifen, Akzeptieren und Wissen. Die 4. Umweltessenz, die ich Ihnen vorstellen möchte, kommt aus meiner unmittelbaren Umgebung. In weniger als 10 Minuten kann ich von zu Hause den Ort zu Fuß erreichen, wo sich der grüne Teich befindet. Aber ganz ehrlich, es ist gar kein Teich. Er machte auf mich nur diesen Eindruck, als ich ihn das erste Mal sah. Tatsächlich ist es ein toter Arm des Roggelse Beek, also des Baches, der seinen Namen dem Dorf Roggel verdankt, in dem ich lebe, von wo aus es sich ein bisschen in den Wald verirrt hat und ein kreisrundes, stehendes Gewässer bildet, in dessen Mitte sich eine kleine, baumbewachsene Insel befindet. Dorthin kehre ich regelmäßig zurück, weil es ein Ort der Stille ist, der sich im Laufe der Jahreszeiten einer bemerkenswerten Metamorphose unterzieht. Ist das Wasser im Frühjahr noch ganz klar, trübt es sich durch Algenbefall mit der Zeit ein, sodass seine Oberfläche im Juni schon silbrig erscheint, um danach in einen grünlich-metallisch-silbrigen Ton überzugehen. Dergleichen kann in fließendem Wasser nicht geschehen. Bei seiner Essenz geht es um Stille, Fruchtbarkeit, inneres Wachstum. In Zeiten des Stillstands entwickeln sich unterhalb des bewussten Radars Dinge, die wir zuvor angelegt haben, so wie Samen in Dunkelheit keimen. Im Schlaf verarbeiten wir Erlebtes und Gelerntes, lassen es tief in uns einsinken und sich verfestigen. Diese Essenz fördert die Verwirklichung unserer Träume im Innern. Wichtig ist dabei, seine Intention zu klären und sich bewusste Ziele zu setzen, bevor man diese Essenz einsetzt. Sie bringt das Vertrauen, dass unser Unbewusstes das Richtige tun wird, um uns auf dieses Ziel hinzubewegen. Insofern hat sie etwas von einer Wünsch-dir-was-Essenz. Meditation wird oft durch innere Unruhe gestört, genau wie Schlaf und die Fähigkeit zuzuhören.
Der grüne Teich lässt einen innerlich stabil werden und sicher, dass man aus dem eigenen Zentrum heraus alles erreichen kann, was im Einklang mit der eigenen Persönlichkeit steht. Um einen stillen Ort im eigenen Haus zu erschaffen, an dem sich Dinge entwickeln dürfen, kann diese Essenz auch im Aromalämpchen verwendet werden. Die Essenz lässt sich genau wie die des unterirdischen Sees im Gegensatz zu den flüchtigen Momenten, die in anderen eingefangen sind, jederzeit neu herstellen. Der grüne Teich ist ähnlich geschützt wie der See in der Höhle, liegt inmitten eines geschützten Gebietes, ist aber für jedermann zugänglich, der, zumindest im Sommer, keine Angst vor Mücken hat.